Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Heute machen wir wieder ein bisschen experimentelles Tutorial. Und zwar geht es wieder darum, wie man mit dem Arduino ein bisschen Einfluss nehmen kann auf ein Spiel, in dem Fall hier auf ein Unity-Game. Beim letzten Mal hatten wir uns angeguckt, wie man mit einem Ultraschallsensor und einem Arduino eine Spielfigur steuern könnte. Und ich kann euch das hier nochmal verlinken, könnt ihr es vielleicht nochmal kurz angucken, wenn ihr wollt. Diesmal geht es darum, wie wir in einem Spiel das Licht steuern können, so wie es bei uns im Raum auch ist. Also ich zeige euch das mal kurz, wie es funktionieren soll. Ich habe hier schon die Schaltung aufgebaut und jetzt starte ich mal das Unity-Spiel. Das ist hier so ein Tutorial von mir, schon ein bisschen älter. Das habe ich dafür jetzt nochmal benutzt. Und ihr seht, hier ist jetzt Tag. Die Sonne steht relativ hoch am Himmel. Und wenn ich jetzt es ein bisschen abdunkle, den Sensor, dann seht ihr, wandert die Sonne schon. Und dann wird es auch irgendwann richtig dunkel. Gehen hier die Laternen an und ein Feuer. Wenn es wieder heller wird, dann kommt die Sonne wieder. Und wenn ich jetzt hier, die ist jetzt noch nicht ganz auf Mittag, wenn ich jetzt nochmal mit der Lampe drauf leuchte, dann seht ihr, hier geht die Sonne auf Mittag. Gut, wie funktioniert das? Das gucken wir uns jetzt an. Also hier haben wir zunächst mal die Arduino-Schaltung. Die schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das ist nichts Großes. Also, wir haben Arduino Uno hier. Das kann auch ein Nano sein oder sonst was. Hauptsache, es hat einen Analogeingang. Die Schaltung ist folgendermaßen aufgebaut. Wir kommen hier von plus 5 Volt, gehen auf diese 5 Volt Strecke hier und mit Ground auf die Minus. Und dann geht es von plus 5 Volt, also von hier einmal auf den Fotowiderstand, das wäre der hier. Dann schließt sich an den Fotowiderstand ein 1 Kiloohm Widerstand an. Und von dem aus geht es dann wieder zurück auf Ground. Und in dem Mittelpunkt zwischen dem festen Widerstand und dem Fotowiderstand, da geht es auf A0, auf den Analogeingang 0. Also hier seht ihr es nochmal, 5 Volt Fotowiderstand. Hier geht es auf A0. Dann über den 1 Kiloohm Widerstand auf Ground. Was passiert hier also? Das ist ein Spannungsteiler. Wenn hier der Widerstand hoch ist, dann fällt hier wenig Spannung ab. Auf A0 werden wir wenig messen. Wenn der Widerstand relativ niedrig ist, und das ist er, wenn besonders viel Licht drauf fällt, dann wird hier eine hohe Spannung zu messen sein. Also auf diese Art können wir bestimmen, wie hell es im Raum ist. Also hier sind wir jetzt in der Arduino IDE. Wenn ihr das Programm noch nicht habt, dann kriegt ihr das bei arduino.cc und könnt ihr auf Software gehen, die Version eurer Wahl für euer System aussuchen. Dann habt ihr die und dann gibt es ein paar Kleinigkeiten, die müsst ihr beachten. Hier bei Werkzeuge, wenn ihr es euch kennt, ich erkläre es kurz, dann müsst ihr hier auf jeden Fall das richtige Board. Bei mir ist es ein Arduino Uno. Dann müsst ihr den richtigen seriellen Port. Bei mir ist das hier COM5. Für so unser einfaches Programm braucht ihr keine Bibliotheken. Ansonsten könntet ihr hier in der Bibliotheksverwaltung euch die entsprechenden Bibliotheken suchen. Also hier, wenn ihr was bräuchtet, aber ist hier nicht der Fall. Zuerst mal haben wir hier Integer Light festgelegt. Da wird unser Wert gespeichert, den wir also jeweils lesen vom Analogeingang. Dann starten wir hier die Verbindung mit 9600 Baud, also 9600 Bit pro Sekunde. Und jetzt tun wir eigentlich nichts anderes als den Wert am Analogeingang 0 auslesen, Analog Read. Und dann schreiben wir das Ganze einfach. Also diesen Wert. Den können wir dann auf der Unity-Seite uns holen und mit dem dann entsprechend das Licht regeln. Ist Serial Flash, das bedeutet nichts anderes, als dass hier so lange gewartet wird, bis das hier wirklich gesendet ist. Erst dann geht es weiter. Und dann habe ich eine Zeitverzögerung von 500 Millisekunden drin, dass nicht jede kleine Lichtänderung sofort das Licht im Spiel ändert, dass es dann vielleicht noch anfängt zu flackern oder so. Deswegen hier so eine kleine Verzögerung. Man könnte sogar noch mehr machen als 500 Millisekunden. In dem Fall ist es ja keine Eingabe. Das reicht ja aus, wenn es alle paar Sekunden ist. Ich habe es jetzt mal auf 500 Millisekunden gemacht. Also wie schon eingangs gesagt, habe ich hier ein Unity 3D-Projekt offen. Das heißt, wir haben also hier ein Directional Light drin. Das ist quasi unsere Sonne. Und jetzt ist es so, bei 3D-Projekten, da geht das, dass man über die Rotation, also über die X-Rotation von dem Directional Light, so einen Sonnenlauf machen kann. Also wenn ich den Wert jetzt hier runternehme, dann seht ihr, wird es immer heller.
bei 90 Grad wäre dann Mittag und wie gesagt bei 90, 195 dann ist Nacht. Wir müssen also nur diese Rotation X von dem Directional Light entsprechend ändern, je nachdem, was wir eben vom Arduino an Werten kriegen. Jetzt gucken wir uns noch kurz das Programm an. Ich habe es hier schon, ihr seht hier schon die Komponente Arduino Light Script. Also, zuerst mal braucht ihr System.io Ports. Wenn ihr das hier nicht habt, dann müsst ihr mal schauen, in Unity unter Project Settings muss hier bei Player hier .NET 4 eingestellt sein. Bei 2 habt ihr das IO-Ports nicht. Haben wir hier erstmal ein paar Felder. Die haben ein Attribut Serialize Field davor, damit sie im Inspektor angezeigt werden, obwohl sie private sind. Also erstmal haben wir hier ein Quaternion, das ist die Sonne bei Mittag, also die Rotation der Sonne bei Mittag. Dann haben wir hier Sun Night, das wäre also die Sonne bei Nacht, die Rotation. Dann haben wir hier ein Max Input Value und ein Min Input Value. Den geben wir an vorher, damit eben berechnet werden kann, wo die Sonne steht. Also den Mindestwert und den Maximalwert brauchen wir ja vorher festgelegt. Dann haben wir hier ein Array mit Ausgebenobjekten. Das sind die Only by Night Objects, habe ich die genannt. Das dient einfach dazu, wenn Nacht ist, werden die eingeschalten. Also das sind die Laternen und das Feuer. Dann haben wir hier den seriellen Port, die serielle Verbindung und ein Bool ist Night. Hier wird jetzt erstmal der Port geöffnet. Das ist bei mir hier COM5. Bei euch kann es was anderes sein, müsst ihr dann schauen. Werden hier die Night Objects abgedatet am Anfang, damit erstmal am Anfang das alles auf Tag steht. Also die Lampen aus sind und das Feuer aus ist. Und hier in der Update-Methode sind wir jetzt, sofern hier Serial Port Open ist, sind wir hier in dem Try drin. Jetzt wird versucht, hier Daten zu lesen. Wenn das klappt und wir kriegen hier Werte und übergeben den an die Methode Update Sun. Und in Update Sun, da wird jetzt zwischen dem Mindestwert und dem Maximalwert wird hier diese Sun Rotation auf einen Wert von 1 gebracht. Also wenn hier zum Beispiel eine 100 wäre und hier eine 200 und der Value hier ist 200, dann käme hier eine 1 raus. Wenn der Wert dann nur 100 wäre, käme hier eine 0 raus bei Sun Rotation. Und diesen Wert können wir dann für Quaternion Lerp nehmen. Also das wäre dann quasi unser T von Lerp. Das hier, die Sun Rotation. Und hier ist jetzt, haben wir einmal die Rotation bei Nacht, die Rotation bei Mittag. Und dann geben wir hier eben den Wert von 0 bis 1 rein, der hier errechnet wurde. Und wenn also 0 ist der Wert hier, dann ist die Rotation auf Sun Night, also dunkel. Und wenn der Wert 1 ist, dann ist Mittag. Dann haben wir hier noch eine Auswertung, ob die Sun Rotation kleiner als 0,2 ist. Und dann ist Nacht und die Objekte werden abgedatet. Und hier genau der umgekehrte Fall. Ja, und hier unten werden die abgedatet. Also mit for each geht es durch das Array und setzt alle Objekte auf den entsprechenden Wert. Können wir uns die Komponente nochmal im Spiel angucken. Also hier ist sie. Wir haben hier die Sonne bei Mittag als Quaternion, die Sonne bei Nacht als Quaternion und den maximalen Wert. Das ist bei mir 130 und der minimale Wert ist auf 30. Und dann hier eben die Objekte, die ausgeschaltet werden sollen, wenn es Tag ist. Also das sind bei mir hier vor allem die Pointlights von den Laternen und die Feuerpartikel, Rauch und so weiter. Das alles soll weg, wenn es Tag ist. Wenn ich jetzt hier mit der Hand ein bisschen zwischengehe, dann seht ihr, wandert die Sonne Richtung Erde und es wird immer dunkler. Wenn ich jetzt hier das Licht völlig abdecke, dann ist Nacht. Also, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde noch weitere Folgen machen, wo man so mit Arduino und Unity so ein bisschen experimentieren kann, ein bisschen rumspielen kann. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Nicht immer ist es praktisch anwendbar, aber auf jeden Fall macht es Spaß. Wenn ihr Lust habt, euch fallen bestimmt noch andere Sachen ein. Schreibt auch Ideen, wie was man machen könnte, gerne in die Kommentare. Ich habe vor, beim nächsten Mal wahrscheinlich oder beim übernächsten Mal hier diesen Wind, also ich mache mal Hand weg. Ihr seht ja hier, dass die Bäume hier im Wind wackeln. Das geht über die Unity Wind Zone. Und ich habe vor, diese Wind Zone auszuwerten, über das Arduino nach draußen zu bringen und dann
je nachdem, ob hier im Spiel Wind ist, einen Ventilator zu steuern, der dann auch bei mir am Monitor beim Spielen Wind macht oder nicht. Je nachdem, wenn man ins Gebäude geht, dann soll der Wind weg sein. Wenn man rausgeht, soll der Monitor wieder blasen. Je nachdem eben, wie windig das im Spiel ist, auch unterschiedlich stark. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut wieder rein. Abonniert auf jeden Fall, um es nicht zu verpassen. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.